Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir das PrSM-Luftverteidigungssystem Amerikas untersuchen. Bevor wir mit dem Video beginnen, können Sie mich unterstützen, indem Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos mögen, wenn Ihnen solche Inhalte gefallen. Los geht's! Seit Mitte des letzten Jahrzehnts arbeitet das Pentagon an einem landgestützten Raketen- und Artilleriemodernisierungsprogramm namens Long Range Precision 4S, LRPF. Das Programm sieht die Schaffung einer Reihe neuer Empfänger- und Raketensysteme vor, die eine breite Palette von Schuss- und Startbereichen abdecken. Die Nische des operativ-taktischen Raketensystems in der US-Armee wird jetzt von ATACMS-Systemen besetzt. Nach dem LRPF-Plan sollen sie in absehbarer Zeit neuen Komplexen mit verbesserter Leistung weichen. Die Entwicklung eines solchen OTRK wurde auf Initiative des Pentagon Anfang 2016 gestartet. Das Projekt hieß Präzision-Missile, PrSM. Zunächst schlossen sich Lockheed Martin, Raytheon und Boeing dem Projekt an. Letzterer zog sich aufgrund der Verfügbarkeit wichtigerer Entwicklungen bald aus dem Wettbewerb zurück. Die beiden verbleibenden Teilnehmer kämpften bis Anfang 2020 weiter, als Raytheon aufgrund einer Reihe von Rückschlägen die Arbeit einschränkte. Lockheed Martin wurde automatisch zum Gewinner des Wettbewerbs, und für alle verbleibenden Veranstaltungen wurde ein Vertrag unterzeichnet. Die Tests der PrSM-Rakete von Lockheed Martin begannen im Dezember 2019. Seitdem wurden eine Reihe von Starts durchgeführt, und die Prototypenprodukte haben die berechneten Eigenschaften bestätigt. Nach bekannten Angaben hat das Projekt inzwischen alle notwendigen Phasen durchlaufen und die erforderlichen Genehmigungen erhalten. Jetzt schließt die Entwicklungsgesellschaft die Vorbereitung der Produktionslinie für die Produktion von Serienprodukten ab. Nach aktueller Planung sollen noch in diesem Jahr die ersten PrSM-Raketen in die Kampfverbände der US-Armee einfliegen. Bis Ende des Jahres wird die erste mit einem solchen OTRK ausgerüstete Einheit die erste Einsatzbereitschaft erreichen. Danach wird es in volle Einsatzbereitschaft gebracht und parallel dazu mit der Aufrüstung anderer Einheiten begonnen. Das Ziel des PrSM-Programms ist die Schaffung eines vielversprechenden OTRK mit einer neuen Rakete mit erhöhter Reichweite und Genauigkeit. Das Projekt sieht die Erstellung der Rakete selbst sowie einiger Instrumente und Software für Steuerungssysteme vor. Die neuen Produkte werden nach geringfügigen Upgrades mit den bestehenden Trägerraketen M270 und M142 verwendet. Der Kunde und der Entwickler erwogen zunächst die Möglichkeit, die Rakete mit dem Erhalt bestimmter neuer Funktionen zu entwickeln und anschließend zu modernisieren. Produktmodifikationen werden als PrSM-Inkrement 1, 2 und so weiter bezeichnet. Jetzt liegt der Fokus auf dem Projekt ins Erster. Das PrSM-Projekt von Lockheed Martin bietet ein traditionelles Raketendesign. Es wird in einem zylindrischen Körper mit konischer Verkleidung und Heckrudern ausgeführt. Aufgrund der Einschränkungen von Trägerraketen beträgt die Länge der Rakete 4 m nicht, der Durchmesser beträgt ca. 450 mm. Der M142 Werfer wird einen Container mit einer solchen Rakete tragen können, der größere M270-2. Im Inneren des Raketenkörpers sind nacheinander Steuerungen, ein Gefechtskopf und ein Feststoffraketentriebwerk angeordnet. Nach bekannten Daten kann PrSM der ersten Version ins All nur stationäre Ziele mit bekannten Koordinaten angreifen. Die Führung erfolgt durch ein kombiniertes System mit Trägheits- und Satellitennavigation. Ein hochexplosiver Splittergefechtskopf wird verwendet, um das Ziel zu treffen. Die Aufgabenstellung für die erste Version der PrSM-Rakete wurde Mitte des letzten Jahrzehnts erstellt, als der russisch-amerikanische Vertrag über Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen in Kraft war. In diesem Zusammenhang wurde die Reichweite des neuen OTRK auf 500 Kilometer begrenzt. Die Vereinigten Staaten hatten jedoch bereits Pläne, diesen Vertrag aufzulösen, und die Möglichkeit einer weiteren Erhöhung der Reichweite wurde untersucht. Infolgedessen wird die Reichweite der PrSM-Rakete jetzt mit mindestens 500 Kilometer definiert. Noch vor Beginn der Tests der Rakete PrSM ins 1 begann die Entwicklung der nächsten Modifikation ins 2. Nach bekannten Daten hat dieses Projekt zwei Hauptziele. Zunächst ist geplant, die Schussreichweite zu erhöhen. Aufgrund der Verwendung eines fortschrittlicheren Motors erreicht dieser Parameter das Niveau von 700 bis 750 Kilometer.
Darüber hinaus wird für PrSM-INS-2 ein Land-Based-Anti-Ship-Missile, LBASM, Zielsuchkopf entwickelt. Es enthält Radar- und Infrarotkomponenten, dank derer die Rakete Ziele mit unbekannten Koordinaten finden und treffen kann. Es bietet auch einen Start auf sich bewegende Objekte, wie zum Beispiel Schiffe, was im Namen des Suchenden vermerkt ist. Das Testen des LBASM-Kopfes begann bereits im Jahr 2020. Die Arbeit an diesem Projekt wird jedoch nicht forciert, damit sie die Lösung aktueller Probleme nicht beeinträchtigt. Tests einer fertigen Rakete mit einem solchen Sucher werden später beginnen. Das Erscheinen von PrSM-INS-2-Produkten in Betrieb wird erst im Jahr 2027 erwartet, wenn die Armee meistern wird erste Version. Ebenfalls am Ende des Jahrzehnts, die genauen Daten stehen noch nicht fest, wird die in Entwicklung befindliche Rakete PrSM-INS-3 an die Truppen gehen. Im Rahmen dieses Projekts werden mehrere Arten von Kampfeinheiten mit erhöhten Leistungsparametern entwickelt. In Bezug auf Kontrollen und Führung wird INS-3 frühere Projekte wiederholen. Schießstand wie PrSM-INS-2. Vor kurzem wurde mit der Arbeit an der nächsten Version des Komplexes begonnen, die als PrSM-INS-4 oder Long Range Maneuverable 4 LRMF bezeichnet wird. Im Rahmen dieses Projekts soll die Flugreichweite der Raketen auf 1000 Kilometer oder mehr erhöht werden. Es wird davon ausgegangen, dass ein solches Problem nicht durch einfaches Aktualisieren der ersten Versionen der Rakete gelöst werden kann. Laut Breaking Defense hat das Pentagon kürzlich die Entwicklung von PrSM-INS-4 gestartet und entsprechende Aufträge erteilt. Beispielsweise erhielt Lockheed Martin einen Auftrag über 33 Millionen US-Dollar für die Entwicklung einer neuen Rakete, die eine Weiterentwicklung bestehender Produkte darstellt. Aus den veröffentlichten Daten geht hervor, dass das Pentagon nicht von der Möglichkeit überzeugt ist, solche Probleme erfolgreich zu lösen, und daher wird ein paralleles Projekt gestartet. Als Teil des 100 Millionen Dollar Vertrags müssen Raytheon und Northrop Grumman eine alternative Version der LRMF-Rakete von Grund auf neu bauen. Um die angegebenen Reichweiteneigenschaften in diesem Projekt zu erreichen, wird ein Luftstrahltriebwerk verwendet. Unabhängig von der Art des Antriebssystems und anderen Innovationen müssen PrSM-INS-4 LRMF-Raketen mit vorhandenen Trägerraketen kompatibel sein, stationäre und sich bewegende Ziele angreifen können und so weiter. Die erforderlichen Parameter des Gefechtskopfs sind nicht angegeben. Möglicherweise werden Entwicklungen auf früheren Modifikationen von PrSM verwendet. Das Pentagon, seine Auftragnehmer und Fachmedien können noch keinen genauen Zeitplan für die Entwicklung einer neuen Modifikation der PrSM-Rakete geben, inklusive in einem völlig neuen Look. Gleichzeitig ist nicht ausgeschlossen, dass der Komplex INS-4 früher erscheint als die aktualisierte Rakete INS-3. Alles hängt vom Fortschritt der Arbeiten an anderen Projekten und den entsprechenden Plänen des Kunden ab. So entwickelt die amerikanische Industrie, vertreten durch Lockheed Martin und ihre Subunternehmer, das neue PrSM-Raketensystem weiter und berichtet regelmäßig von neuen Erfolgen und den folgenden Zielen. Im Moment besteht die Hauptaufgabe darin, die Massenproduktion zu starten und Raketen an die Truppen zu liefern. Bis Ende des Jahres soll die erste auf die neue Waffe umgerüstete Raketenartillerieeinheit erste Einsatzbereitschaft erreichen. Ohne Zeit zu verschwenden, entwickeln das Pentagon und Auftragnehmer die folgenden Modifikationen von PrSM mit einigen Unterschieden. Eine verbesserte Rakete mit erhöhter Reichweite und Sucher ist bereits in Planung. Das Testen von Schlüsselkomponenten hat begonnen, aber das Projekt hat noch keine Priorität und Serienprodukte werden erst in einigen Jahren an die Truppen gehen. Wege zur Weiterentwicklung des Raketensystems und des gesamten Programms sind noch nicht festgelegt. Es wird vorgeschlagen, neue Sprengköpfe zu entwickeln, die Leistung und Flexibilität des Flugkörpers zu verbessern sowie seine Reichweite erneut zu erhöhen, unter Beibehaltung des Gesamterscheinungsbildes oder durch radikale Bearbeitung. Solche Komplexe werden jedoch erst gegen Ende des Jahrzehnts oder später erscheinen. Mithilfe einer neuen Familie ballistischer Raketen will das Pentagon die alte Attackmslinie ersetzen und die Grundfähigkeiten der Raketentruppen verbessern. Der erste Schritt in diese Richtung ist bereits getan, und bald wird eine Rakete mit einer Reichweite von 500 Kilometer oder mehr in Dienst gestellt.
Ob es möglich sein wird, weitere Aufgaben zu bewältigen und die Niederlage stationärer oder sich bewegender Ziele in Entfernungen in der Größenordnung von 1000 Kilometer sicherzustellen, wird die Zeit zeigen. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende angeschaut haben. Wir sehen uns in einem anderen Review-Video. Auf Wiedersehen.